Amen. Amen. So the last few classes, In den letzten Unterrichtsstunden we've been talking about the relationship of the 1918 Spanish flu haben wir über die Beziehung gesprochen zwischen der spanischen Grippe im Jahre 1918 and its connection to COVID-19. und die Verbindung dann zu Covid-19. By the way, do we all know what COVID stands for? So nebenbei, wissen wir, wofür denn eigentlich Covid steht? Isn't it the name of the disease? Yes. Also ist der Name der Krankheit. So 19 is 2019. 19 kommt von dem Jahr 2019 And it's 3 words. und dann gibt es drei Worte beinhaltet. Good. Die what you said. Coronavirus-Krankheit, also Coronavirus-Disease, It's corona, Corona, virus, Virus, disease. Krankheit. Yeah. Last one's not so obvious. Das letzte ist nicht ganz so offensichtlich. That's what you said. Yeah. I'm not saying there isn't a time calculation to be made, Ich sage nicht, dass es da nicht auch eine Zeitkalkulation gibt oder geben könnte, but it's not one that Elder Tess gave to us. aber es ist nicht eine, die uns älteste Tess gegeben hatte. She relied more upon Alpha and Omega, Sie bezog sich mehr auf Alpha und Omega, beginning and end. dem Anfang und dem Ende. She's already established that the First World War is a prelude or a type of the Third, Es ist schon aufgezeichnet worden, dass der Erste Weltkrieg die Einleitung sozusagen des Dritten Weltkrieges ist, which is separate but connected to a triple application. welcher getrennt und doch verbunden ist mit einer dreifachen Anwendung. Triple application 1 plus 2 equals 3. Dreifache Anwendung bedeutet also 1 plus 2 gleich 3. Hopefully that's straightforward. Ich hoffe, das ist so deutlich. But just the simple consideration of an essay or a dissertation, a paper, Aber wenn man das nun betrachtet aus der Sicht eines Aufsatzes, the introduction die Einleitung davon is the same as the conclusion. ist dann, also Einleitung ist gleich der Schlussfolgerung. They really should be saying the same thing. Diese beiden Teile sollten wirklich das Gleiche eigentlich aussagen. The First World War should be the third. Der Erste Weltkrieg sollte also wie der dritte sein. But we've just taken a very narrow portion of that history Wir haben aber nur eine sehr begrenzte Geschichte von dieser Gesamtgeschichte betrachtet and we've taken a very brief look at the relationship between two countries and a person. und haben da einen sehr kurzen Überblick uns verschafft zwischen zwei Ländern und einer speziellen Person. Germany, Russia, Lenin. Deutschland, Russland und Lenin. And we saw how those three entities, those, I don't know what to call them, not people, but let's call them entities, parallel three entities in our history. Und so haben wir erkannt, dass diese drei, ich möchte sie jetzt nicht Personen nennen, aber diese Parteien, diese drei Parteien zeigen uns auch drei Parteien in unserer heutigen Zeit auf. The United States, Russia, and President Donald Trump. Heutzutage nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland und Donald Trump. There are a number of things that we can take from this study. Und da gibt es viele Dinge, die wir aus diesem Studium erkennen können. One of the points that I found interesting Und einer der Punkte, den ich sehr interessant finde, is that when you look at this person, ist, wenn man die Person betrachtet, he's more complicated than it appears at first sight. dann ist sie doch viel komplizierter, als sie auf den ersten Blick scheint. So I asked yesterday if he was good or bad,
Gestern habe ich gefragt, ob diese Person gut oder schlecht sei. And I think I received undue criticism of that question. What is undue? Unfair. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen unfaire Kritik bekommen. Because I think in the context of that discussion, it seemed at least clear to me that he was a good person. Und im Kontext der Diskussion fand ich zumindest, dass er eine gute Person ist. And what I worry about, Und worüber ich jetzt besorgt bin, all of us are susceptible to this, und jeder von uns lässt sich da gerne täuschen, is that we become conditioned. dass wir nun, We have these preconceived ideas wir haben diese vorgefasste Meinung of what is right and what is wrong. von dem, was richtig ist und was falsch ist. And what causes this preconditioning, Und this mindset? was verursacht denn diese Einstellung, diese Voreingenommenheit? So it's a question to you, but it will be rhetorical. I'll answer it. Es ist eine Frage an euch und doch ist sie rhetorisch. Ich werde sie beantworten. I think we fall into the trap or the ditch of looking at things morally. Ich glaube, dass wir in die Falle geraten, dass wir die Dinge aus der moralischen Perspektive betrachten. If you're opposed to Donald Trump, if you're on that side of the fence, Wenn du nun auf der Seite des Zaunes bist, dass du gegen Donald Trump bist, you can look at him and see he's just an unpleasant person. dann schaust du ihn an und merkst, wie er eine sehr ungemütliche Person ist. If you're his daughter, Wenn du seine Tochter wärst, you can't see any of that evil. dann kannst du von diesem Bösen nichts erkennen. They'll say that they see a different side of that man. Sie sehen eine andere Seite dieses Mannes. And we just brush that away. Und das fegen wir nun einfach so hinweg. And what I'm saying is Was ich nun sage, that entering into that realm, into that mindset, is dangerous. in which? Into Of the daughter? Or? I'm just saying into that mindset. Okay. Um nun in diesen Haven't explained it. in diesen Gedankengang nun einzutreten, ist gefährlich. And the mindset that I'm referring to Und diesen Gedankengang oder diese Gedankenwelt, auf die ich mich beziehe, is the moral mindset. ist diese moralische Gedankenwelt. At all costs, we must resist. Und koste es, was es wolle, da müssen wir dagegen resistent sein. We must resist judging this man's morality. Wir müssen resistent sein, diesen Mann moralisch zu beurteilen. After all, it's all a game. Und dennoch ist es alles ein Spiel. We might find it offensive to call it a game, Und vielleicht mögen wir es jetzt sehr bedrohlich finden, dass wir es ein Spiel nennen. so we'll call it something else. Also nennen wir es noch anders. What would we call it if we don't want to call it a game? Wenn wir es nicht ein Spiel nennen wollen, wie würden wir es nennen? A play? It's more acting, right? Yeah, Ein Theaterstück. theatrical performance. And if it's a theatrical performance, Wenn es nun ein Theaterstück ist, what do we call that? wie nennen wir das? Proxy? Not Not quite really, no. proxy. Kein Stellvertretung, sondern mehr ein Drama. I was thinking of parable. Ein Gleichnis. It's all a parable. Alles ist ein Gleichnis. And if we can train ourselves to think this way, Und wenn wir uns dahin zu trainieren können, dass wir auf diese Art und Weise denken, we can save ourselves two things. dann können wir uns vor zwei Dingen bewahren. We can save ourselves from making mistakes, Nämlich, dass wir Fehler begehen and we can save ourselves a lot of heartache. und auch viel Herzschmerz. We become too emotionally attached to the subject. Wir werden viel zu sehr emotional mit dieser Thematik verbunden. In a room like this, we'd all say, oh, he's bad. In einem Raum wie hier würden wir sagen, ach, er ist so schlecht. The things that he said, the things that he's done. Die Dinge, die er sagte, die Dinge, die er getan hat. If you're of the wrong skin color, he won't rent a room to you.
Wenn du die falsche Hautfarbe hast, dann würde er dir keine Wohnung vermieten. If you're a woman, he'll grab you. Wenn du eine Frau wärst, dann würde er dich begrapschen. We find that offensive, Und das finden wir sehr, ja. and we put him into a box. Und wir stecken ihn in eine Box. This box of a bad person. Diese Box, diese Schachtel oder auch diese Schublade dieser bösen Person. So when I ask the question, is he good? Und wenn ich nun also die Frage stelle, ist er eine gute Person? Your go-to answer, your reflex answer would be, of course he can't be good. Dann dein Reflex wäre, dass du die Antwort gibst, of course he's not. Yeah. Natürlich ist er nicht gut, But he's a patriot, aber er ist doch ein Patriot, like Washington. so wie Washington es war. Would we say Washington was good or bad? Würden wir sagen, dass Washington gut oder schlecht war? No one would ever call him bad. Niemand würde ihn schlecht betiteln. Why? Warum nicht? Why would we not call him bad? Warum würden wir ihn nicht als schlecht? If you were a Betiteln. red coat, you would. Wenn du eine Rotjacke wärst, dann würdest du sagen, If you just a citizen of of England, you'd say he's evil. und wenn du ein Bürger von dem Vereinigten Königreich wärst, dann würdest du sagen, er ist böse. Treasonous, deserving of death. Er ist ein, ja, Treason goes against the king. Sorry. Rebellion. Ja, er ist, er ist ein Landesverräter und er soll des Todes bestraft, also er soll mit dem Tod bestraft werden. So if I'd asked that question, no one would have said he's bad. Why would no one have said that? Wenn ich das gefragt hätte, warum hätte dann niemand gesagt, dass er schlecht sei? And yet there's confusion when it comes to Donald Trump because he had a mixed response. Und wenn wir dann zu Donald Trump kommen, dann gab es diese Verwirrung, weil die Antworten waren sehr unterschiedlich. Everyone needs to think about this for themselves, but I'm suggesting it's because we're too close. It's become too personal. Jeder muss sich darüber im Klaren werden, aber mein Vorschlag ist, dass ein Grund ist, dass wir viel zu nah an der Sache dran sind. And herein lies the problem. Und hierin liegt nämlich das Problem. When I say herein, what is the problem? Wenn ich jetzt sage darin, was meine ich damit? Wo liegt das Problem? Because we are two people. Wir sind zwei Personen. We have two parts to play. Wir haben zwei unterschiedliche Teile zu spielen. Two parts. Zwei Teile. Wir sind Beobachter. Observers. Being tested. You So said we- a play. Huh? A part? You said a play. Du hast ja gesagt, das Ja. ist So ein we're observers Theaterstück. and we're Actors. Wir sind sowohl Zuschauer als auch selbst die Schauspieler. and we have to make sure in a question, in a study, that we know what part we're playing. Und in einem Studium, bei einer Frage, müssen wir uns sicher sein, welchen Teil wir nun einnehmen. And it can switch in a second. Und das kann sich innerhalb einer Sekunde auch Even in verändern. even in a study, it can go from one to another. Selbst innerhalb eines Studiums können wir von dem einen zum anderen übergehen. You have to have the mental agility Du musst diese mentale Fähigkeit haben, to be an observer and an actor. sowohl Zuschauer als auch Schauspieler zu sein. How would you know which part to take? Woher weiß man nun, welchen Teil man gerade spielt? Which rule? Welche Regel hilft? Choice of 14. Man hat 14 But zur you know, Auswahl, it's only going to be a choice of 2 aber eigentlich wisst ihr, dass es eigentlich nur 2 gibt. because I've got a limited capacity. I've got a limited knowledge of all 14, Ich habe auch nur ein begrenztes Wissen von all den 14 Regeln. so it's 50-50. Also eure Auswahl ist jetzt 50-50. Which rule? Welche Regel? What the choices, Sister Was sind Catherine? die? Good. Welche Auswahl hast du? Regel Nummer 1 und 5. Which rule? Und welche Regel? Ich wusste die Antwort. Is it like? 5? Then it's one. Good. Das ist 1. Rule 1. Regel Nummer 1.
Find the most important word. Finde das wichtigste Wort. Find the point of the study. Erkenne den Punkt des Studiums. And then you'll know. Dann weißt du. What will you know then? Was weiß man dann? Which role you take? Welche Rolle du einnehmen musst. Which role you will play, the observer or the actor. Welche Rolle du einnimmst, entweder der Zuschauer oder der Schauspieler. Everybody okay with that? Soweit verstanden? So we had some homework. Wir hatten Hausaufgaben. What was the homework that we had? Welche Hausaufgabe habe ich euch gegeben? 2 homeworks, I think. Ich glaube, es waren sogar 2. Good. Findet heraus, was die baltischen Staaten sind. The Baltic states and Und was noch? sorry? Die zentralen Mächte. In what? Im Ersten Weltkrieg. The Baltic states and the Central Powers. Die baltischen Staaten und diese zentralen Mächte. In the context of World War One. Und das Ganze im Kontext vom Ersten Weltkrieg. Go ahead. Baltic states. This will be a bit of an iteration because everyone's going to do their own little part. So you begin for us. Du fängst jetzt an. Okay, so there are Estonia. Before you carry on, so that the people online and people who are listening know, what are you reading from? Woher What is liest your du? source? Was war deine Quelle? Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia? That's fine. Wikipedia. So sorry, you said? Estonia. Zu den baltischen Staaten gehört Estland, I'm gonna butcher these. Forgive my spelling. Oh, you're right. Levita. Spell that. LA. V Lettland, I T A. I'm gonna spell the next one. Okay. L I T H U A N I A. So I know this is Lithuania. I know that one. Litauen. Lithuania. Don't worry. Estland, Ist ja überall Lettland einer. und Litauen. That's all I found. That's all? Okay. Sorry? Oh, It's LAT. okay. So that's why I was wondering what that was. Just double check. Does that make it Latvia? Oh, were you just going from your notes? You were just reading? Well, I wrote it down. Okay, you were reading from what you wrote down. Good. That's fine. So we think it's Latvia. Lettland. Latvia. Estonia, Latvia, Lithuania. Estland, Lettland, Litauen. Brother Jim, double check that for us. When you found it. I spelled it wrong. Good? Okay, Latvia. As Brother far as Jim? the Baltic states? Yeah. Tell me what you know about the Baltic states. Well, I know they're You agree with all of that? yeah, Passt Okay. das soweit? they're on the Baltic. Sie sind am Baltikum. So tell us what the Baltic means. What is Was? the Baltic? Was ist denn das Baltikum? It's a sea. So the Baltic is a sea. We'll go with that. Das that's Baltikum north ist ein of, Meer. Denmark and it's south of Finland. Zwischen Dänemark und südlich von Finnland. I'm not even going to attempt to draw a map of that. So Finland is here, Finnland ist also nun hier. and this would be the rest of Europe. Das ist der Rest von Europa. Denmark would be here. Und Dänemark ist And- also hier. So this would be Finland. Das wäre also sorry. hier Finland. Finnland. And this would be Denmark. Und hier And the haben wir Baltic Dänemark. would be where? Und wo wäre das Baltische Meer? Just maybe run it down to the upper right-hand corner of that. Here? Yeah. Okay.
So this would be the Baltic. Das hier wäre das Baltische Meer. And just tell us what's here. Erzähle uns, was hier ist. Either Poland, Poland. I think. Hier ist Polen. So we've got, Europe does not look like this, Europa, das schaut also nicht so aus wie hier, aber connected some way. Finland, Denmark, Poland, and this is the Baltic Sea. Finnland, Dänemark, Polen und hier haben wir dann das Baltische Meer. Is that reasonable? No. You see her face. It's like, what kind of map is that? By the way, I do live in Europe. So nebenbei, ich komme aus Believe Europa. that. Okay, so it's a sea. This is the Baltic Sea. Also hier haben wir das Baltische Meer. Es ist ein Meer. Where's the Carry different- Oh, sorry. Anyway. No? I find it on. It's okay. Carry on. Da gibt es also 3 kleine Länder. 3 small countries. And they line up around that sea that you have there. Und die liegen hier an diesem Meer. Where would they lie? Wo befinden sie sich genau? Here? No, they're up above Poland. They're right. Here? Yeah, there's 3 of them. Like, Da sind sie, diese 3. yeah. 3 small countries. Diese 3 the kleinen coast? Länder. Yes. 3 coastal countries, and their names are? Latvia, Alle haben Zugang zum Meer. These three? Estonia, and Lithuania. Those 3. Und das sind diese 3, die wir oben genannt haben. Estland, Lettland und Litauen. So it's 3 countries on the coast of the Baltic Sea. Right. 3 Länder, die am Meer, des Baltischen Meer liegen. That's the Baltic states. Das sind Right. hier, das ist das Baltikum. And then they border Russia on the back side. Und hier hinten grenzt dann Russland an. Anything else to add? Gibt es noch was Are we just talking hinzuzufügen? about the Baltic states right now? Sprechen Yeah. wir jetzt nun über die baltischen Staaten? Okay. We're just doing the Baltic states: Estonia, Latvia, Lithuania. It's 3 countries that have 3 coastal countries that border the Baltic Sea, which is in, I guess that would be the northeast of Europe. Es sind also hier diese drei Länder, die am Baltischen Meer angrenzen, hier in Osteuropa. Sister Catherine, anything Gibt es da noch was you want to add? They're hinzuzufügen? by Belarus. Belarus. Oh, yes. Belarus gibt's- is down here. Hier ist auch noch Weißrussland. Weißrussland Can you grenzt spell an. it? ER? US? Oh, RUS. Belarus. And the reason we're interested in Belarus Der Grund, warum wir nun an Weißrussland interessiert sind, is because Treaty took place. weil dort dieser Friedensvertrag it was stattfand. never going to be that easy. Es war nicht ganz so einfach. It's treaty. Es war dieser Friedensvertrag von Will help. Restless. I do the same thing. How do you say the second word? Wie Brother sagt Jim? man das zweite Wort? Brest? I get it right sometimes, and other times it's Brest with tops. Brest, Litovsk. So if you remember the first bit, the lit, the rest of it kind of falls into places. Brest Litov, or I don't say the last bit quite Yeah. correct because it's got some. Also es ist schwierig auszusprechen. Ja. Brest, Litovsk. Okay, so we've added where Belarus is. This is where the treaty was signed. Also hier haben wir noch Brest, Litovsk. Weißrussland hinzugefügt und da wurde der Vertrag unterschrieben in Brest, Litovsk. Anything else? Gibt es noch was? If there is, come back. Sister Sue Ellen, Yes. anything to add or to clarify besides my bad map work? Well, not really about the geography of it, but I learned something about the characteristics of that Go ahead. area.
Ich habe nichts in Bezug auf die Geografie With res- hinzuzufügen, sondern vielmehr über die With respect to Charaktereigenschaften the Baltic states, what did you I learn? think in this Bezug auf applies die to them, baltischen Staaten. that they had, most of the coal mines were over there, Die meisten Kohlminen that from Russia. waren dort. Most of the Russian coal mines were in these countries. Uh-huh. Die meisten Kohlminen Russlands so. befanden sich in diesen Staaten. Like 90% of them. Und zwar etwa 90%. And there were like 25% of their population was in there. Und auch 25% right? of the Russian population. Uh-huh. Der russischen Bevölkerung wohnte in diesen Staaten. You said 90%? Uh-huh. Nine, 25% of the people, 90%, I'm going to call it energy. Also 25% der Bevölkerung von Russland und 90% der Energie sozusagen. Diese Kohlminen. Do you know what that means in this study, or you just have a hunch that it could have it? Hast du eine Idee, was es bedeuten könnte? I think that In dem- means that it wasn't just the land that they wanted the benefits that would be to their economy. Also sie wollten nicht nur die Länder, sondern vielmehr die Vorteile, die diese Länder für die Wirtschaft hatte. So that it was, a hardship on Russia. But I mean, it wasn't so much that it would be a hardship on Russia, although that probably might have played a part, but that they could take, part of their economy that would be benefit to, the Central Powers or to Germany. Can you repeat that? Sure. So I asked, she's observed 25% of Russia, 90% of, she said coal, I changed it into energy. Also sie hat beobachtet, dass 25% der russischen Bevölkerung in diesen Staaten lebte und dass 90% sie hat gesagt Kohlminen, aber ich habe es jetzt geändert in Energie. My question was, does she have any comment to make upon that except to state it as a fact? Die Frage war nun, hat sie irgendeinen Kommentar oder war es einfach nur ein Fakt, der genannt wurde? And she said, Ihre Antwort war, perhaps vielleicht the reason why the Central Powers want these countries war der Grund, warum diese zentralen Mächte genau diese Staaten wollten, is because of the energy, wegen dieser Energie hier ist, coal. dieser Kohle. So if that were the case, Wenn das nun der Fall war, then we'd have to consider that in the application that we make today. Something about energy. dann müssten wir das auch in die Anwendung auf heute mit einfließen lassen. Es geht hier um Energie. What we'd want to do, Was wir tun möchten, because she said 90% coal. weil sie hier jetzt nun 90% Kohle genannt hat, So if this is the energy source wenn of das, Russia, wenn das hier nun die Energiequelle von Russland ist, what would you want to find out? was möchten wir dann herausfinden? How much is the coal? Wie viel Prozent beträgt dann diese Kohle von der Gesamtenergieversorgung? So that would, if you could show Wenn du nun aufzeigen kannst, that this is this is the pie chart of Russia. das hier ist jetzt nun dieses Diagramm So the title would be für Russland, dann wäre der Titel Russian energy Russlands Energiequelle supply oder or Energieversorgung. source. Energiequelle oder Energieversorgung. So I don't know. They might have. I don't want to put thoughts in people's mind, but I guess I will. Ich möchte nun keine Ideen in die Gedanken von den Leuten festsetzen, aber wahrscheinlich mache ich das eh. 10% wood. 10% von der Energiequelle wäre aus Holz. I'm trying to think 1918. Ich versuche im Jahr 1918 zu denken. Where do people get? Woher bekommen Leute da ihre Energie? Say, I don't know. Well, say 20% oil. Lass uns mal sagen, 20% aus Öl. I think they must have an oil industry, perhaps. Vielleicht hatten sie damals schon die Ölindustrie. Just popped in my head that they used whale oil a lot for lamps and things like that.
Was mir Yes. gerade in meinen Sinn kam, Whale from the Fish. Yes. Sie haben Walöl oder dran genommen, um ihre Lampen zu befeuern. Are you checking for us? Okay, you said something. Peat. What is peat? Peat is How do you it's a spell it? soil. P-E. Ah ja, ja. Torf. Yeah, it's a soil that burns. It's a, Torf. yeah, it's a form of wood. Es ist eine Art von Holz, We'll also put peat Torf, down. So als I'm Energiequelle. gonna say 70% Ich sage jetzt einfach mal, 70% is coal. war Kohle. Shouldn't really do that. Ich 'Cause sollte it's das total eigentlich guesswork. nicht tun, weil ich habe das jetzt einfach nur so vermutet. Just that you don't have many options. Aber man hat nicht so viele Optionen. So to take 90% of their coal industry Wenn man nun 90% ihrer Kohlewirtschaft nimmt, is a major source, so is a major component of their energy source. welches eine große Komponente ihrer Energiequelle ist. It's not that they just like going on the beach. Und es geht hier nicht darum, dass sie einfach nur an den Strand gehen möchten. There's a reason behind it. Da gibt es noch einen tieferen Grund dahinter. Sorry? Coastal areas are a way to bring in things also. Und die Bring in meisten, resources. die meisten Küstengebiete bringen ja auch noch Ressourcen heran. So the other thing is they're not landlocked. Was dann ein weiterer Grund ist, dass sie nicht nur quasi auf dem Land eingeschlossen Which sind, has always been a problem for Belarus. welches immer schon ein Problem für Weißrussland war. So it's always good to have a coastal country so that you can escape or bring things in. Es ist immer gut, ein küstennah zu sein oder ein Küstenstaat zu sein, weil da kann man Dinge hereinbringen oder auch fliehen. Okay, so the energy may be an important component to that history. Also diese Energiequellen könnte ein sehr wichtiger Punkt in dieser Geschichte sein. Sister Kathy, I know you're doing two things now. You're looking for this, but what did you find out from your homework? Was hast du von deiner Hausaufgabe herausgefunden? A lot that they've already said. Viel von dem, was schon gesagt wurde. Anything new? Noch etwas Neues? Just that the people in the Baltic states were of German heritage. Dass die Bevölkerung von den baltischen Staaten deutschen Ursprungs war. So, okay, so they're German, Also sie waren Deutsche. or German extraction. Anyone else Noch jemand? want to add anything? Agreement, or the treaty, they ceded part of Belarus to Germany, or the So, Central Powers. I'll do the. So, we talk about the Baltic Wir states sprechen über die baltischen Staaten. were handed over from Russia to the Central Powers, Die von Russland an die Zentralmächte übergeben wurden, these three countries. nämlich diese 3 Staaten. But there was a bit more, Aber da gab es noch etwas mehr als bit das. more than just these three countries. Bisschen mehr als nur diese 3 Länder. So, Belarus, Weißrussland or parts of Belarus, oder zumindest Teile von Weißrussland were ceded or seceded or handed over. wurden dann They were handed over from Russia to Germany. It's the same von thing. Russland an Deutschland übergeben. So it's not just the Baltic states. Es waren also nicht nur die baltischen Staaten. We'll put a line here. Ich ziehe hier eine Linie. So part of Belarus, Ein Teil von Weißrussland, the Baltic states plus parts of Belarus. also die baltischen Staaten und Teile Weißrusslands. So we'll just say Es hieß hier Belarus. sogar, so Belarus is handed over. meiste von Weißrussland, also sagen wir, Weißrussland wurde übergeben, genauso wie die Ukraine. INE. Yeah. The Ukraine. Die Ukraine. It's a teeny bit more, I think. Yeah, it Es war said noch there ein was bisschen the mehr. Oblast of the Kars Oblast. So this was the one that was a bit complicated. Kars OB
L-A-S-T. The Kars Oblast. So this is not really a country, it's an area, I Yeah, think. it's, because I looked up oblast and it said it's administrative area. Kars, C-A-R-S, C, O, okay. no, sorry, K-A-R-S, Kars, O-B-L-A-S-T. And So as soon as we get to this now, it gets a little bit more complicated because we can't just say Germany now. Also das sind die Oblastkas, welche transkaukasische Provinzen sind. Und jetzt wird es also etwas schwieriger, weil wir nicht einfach nur Deutschland nennen können. Province of? I just heard province. Transkaukasisch, Okay. whatever. Transcaucasus, yes. So it gets more complicated now because when you start taking all of this, you have to think of the Central Powers. It's not Also just Germany, it's too es- simplistic. Es wird hier wirklich komplizierter. Man kann nicht einfach nur über Deutschland nachdenken, das wäre zu einfach, weil hier wirklich diese Zentralmächte ins Spiel kommen. So there's the Baltic states Das sind diese baltischen Staaten and some other parts too. und auch noch weitere Staaten. Anything else? Some other parts? Sure. Okay, well, I know Jonathan talked about Finland. But Yes. actually Finland, it said, was given back prior to the treaty. Jonathan hat ja auch So über it wasn't- Finnland gesprochen, aber Finnland was not a part of the treaty. Finland was given over back to the, I guess, Central Powers before this peace Okay. treaty. So it's Finnland not wurde part of the schon peace treaty. vor diesem Friedensvertrag an die Zentralmächte übergeben. Also es war nicht Teil dieses Friedensvertrages. So we'll leave Finland out. Also lassen wir jetzt mal Finnland beiseite. And that Kars Oblast was given back to the Ottoman Empire. Und dieses Oblast, Kars, diese Provinzen wurden dem Osmanischen Reich wieder zurückgegeben. So that's why I'm saying when you start listing them out, Deshalb habe ich gesagt, wenn man nun anfängt, diese Staaten you aufzulisten, can't just think Germany any longer dann kann man auch nicht einfach nur an Deutschland denken. because Germany doesn't get everything. Denn Deutschland bekommt nicht alle. Also, it said about the Ukraine that it was given independence. So, Über Ukraine wird auch gesagt, dass sie Unabhängigkeit bekommen haben. sounds like they were self-governing or something. Es hört sich so an, als ob sie sich nun selbst regieren können. Sister Suellen, Hmm? you going to say something? no, I was just gonna say the thing about that they already had Finland Okay. Ich wollte nur auch before the sagen, dass treaty. Finnland schon vor dem Friedensvertrag übergeben wurde. Did you want to say something in detail or just that statement? That was it. Okay. So we'll add here Hier fügen wir also noch hinzu, the Ukraine dass die Ukraine is independent unabhängig ist. and this was given to, we'll call it Turkey, Und Ottoman Empire. dies wird dann dem Osmanischen Reich, also wir nennen es jetzt Türkei, wieder übergeben. Actually, 2 treaties, Ich habe herausgefunden, dass es da eigentlich 2 Verträge gab. Brest, Litovsk. One was February 9th, and that was the Central Powers and Ukraine. Einen war im Februar 1918, Mhm. im Jahre 1918 und das war dann zwischen der Ukraine und den Zentralmächten. And the other was March 3rd, Und der andere wurde am 3. März between Central Powers and Russia. zwischen den Zentralmächten und Russland geschlossen. Go back to the February one. You said what? February 9th, Am 9. Februar, and that's when the Central Powers recognized the independence of Ukraine, Georgia, and Finland. dort haben die Zentralmächte die Unabhängigkeit von der Ukraine, Georgien, Georgia and Finnland Finland? und Finnland anerkannt.
Central Powers recognized the independence of Finland, Georgia, and the Ukraine. Also die Zentralmächte haben die Unabhängigkeit von der Ukraine, von Georgien und von Finnland anerkannt. So the 3rd of March one, Dann am 3. März dieser Vertrag, we shouldn't include Ukraine in that. da war die Ukraine nicht mit eingeschlossen. So we take that out. Also nehmen wir sie hier oben auch weg, Since we're just talking about the March one. weil wir sprechen nun nur über diesen Vertrag, der im März geschlossen We've wurde. put it into the February one. Ukraine war aber Teil des Vertrages im Februar. Okay, so we'll move on to the Central Powers. Lasst uns nun über die Zentralmächte sprechen. Now, the difficulty is when you Die- study history, Die Schwierigkeit, wenn man Geschichte studiert, is within a few short steps, you'll get too much information. You'll get Lig- an overload of information. liegt, dass man innerhalb weniger Schritte so viel Information bekommt, dass man von der Information sozusagen schon fast erschlagen wird. And the skill or the art Die Fähigkeit oder auch diese is Kunst in deciphering what all of this information means, what is relevant and what is not relevant. liegt darin, unterscheiden zu können, welche Information nun wichtig ist und welche nicht. And it's not my purpose Mein Sinn ist es nun nicht, to go into this study and, in English they say, reinvent the wheel. und, make und sense? dieses Studium zu betrachten und das Rad sozusagen neu zu erfinden. I'm not trying to discover some new great thing. Ich versuche jetzt nicht, wunderbare, tolle, neueste Sachen zu finden und This is just a commentary on Elder Tess's presentation, entdecken. Es ist hier eigentlich nur ein Kommentar zu der Präsentation von Tess, so we can perhaps have a bit more clarity on what she has been trying to teach us. um etwas mehr Klarheit darüber zu bekommen, was sie uns eigentlich lehren wollte. And there are some details Da gibt es auch noch weitere Details, that she may not have highlighted die sie vielleicht nicht ganz so herausgestellt hatte, that could be like, I'll give a phrase, it's called icing on the cake. It's just some Welches like noch additional so- points. noch so diese Sahne auf dem Kuchen ist, diese. Perhaps Vielleicht. this energy issue could be something like that. Vielleicht könnte hier diese Thematik über diese Energiequelle eines dieser Themen sein. Perhaps there's something in the investigation of these countries that could open up a small gem of truth. Vielleicht eröffnet ein Studium über diese Staaten hier noch ein kleines Juwel von Wahrheit. We've seen that the treaty is in two parts. Wir haben erkannt, dass dieser Vertrag in 2 Teilen geschlossen wurde. So without trying to make an application that's obvious, Ohne nun eine Anwendung zu machen, die sehr offensichtlich ist. sorry, let me rephrase that. Without trying to make an application that's not obvious, Ich möchte es nochmal sagen, ohne nun eine Anwendung zu machen, die eben nicht offensichtlich ist. it suffice to just list out the details. That's all I wanted to do. I just wanted to give out the history of it. Ich wollte einfach, dass wir uns die Geschichte betrachten. And there's something stands out, obvious that this really makes this really could be significant. Und es sei denn, etwas sticht wirklich vollkommen heraus, was offensichtlich bedeutsam ist. I think this one could, the energy, Und ich glaube, dieses hier, das Thema über die Energiequelle, könnte, because down here, what did we have? denn hier unten, was hatten wir hier nochmal geschrieben? Yes, we had Syria, Wir hatten Syrien, which I guess you could see it as a code word for the Middle East, welches wir als Codewort sozusagen für den Mittleren Osten betrachten, which is all about energy. wo es nur um Energie geht. So there may be a strong correlation there. Also könnte es hier eine starke Verbindung geben. Central powers. Nun sprechen wir über diese Zentralmächte oder auch Mittelmächte. Sister Catherine? What did you find about the central powers? A little confused, but what I think is what I'm going to say first. Speak a little bit louder. So Germany, France,
Es ist Deutschland, Frankreich, Germany, France, US. US, like USA, United States. Yeah. Vereinigte Staaten, Britain. Vereinigtes Königreich, Italy. Italien, It says Belgium. Belgien, IUM, UIM, IUM. IUM. And what's your source? was war deine Quelle dafür? Wikipedia. Good. Wikipedia. So these are the central powers, or are these just all the people that are involved in that history? Sind das alles diese Zentral- oder Mittelmächte oder sind diese nur Beteiligte in der gesamten Geschichte? That history meaning First World War. Und diese Geschichte, damit meine ich, dass der Erste Weltkrieg. Working together. Sie alle haben miteinander gearbeitet. So these are all working together Sie haben alle zusammengearbeitet. against whom? Gegen wen? Russia and Hungarian and Austria-Hungary. Gegen Russland und gegen Österreich-Ungarn. They're going against Russia, Hungary. You say? Austria-Hungary. Gegen Russland, gegen Österreich-Ungarn. Is that right? They're together. Die sind zusammen. So it's them against them. Diese gegen die anderen. Sorry. That's fine. So this whole warfare is not that simplistic to decipher. Dieser ganze Weltkrieg oder diese Kriegsgeschehen ist gar nicht so einfach aufzuzeigen. It's called a world war because so many people are involved. Es wird ein Weltkrieg genannt, weil ja so viele Staaten oder Leute beteiligt waren. And the other problem is Das andere Problem, everyone's making deals with everybody. jeder geht in Bündnisse ein mit jedem. You make a deal with someone and you double cross them the next day. Double Und cross? du machst einen Deal mit einem und dann aber stellst du einen anderen Deal darüber. You stab them in the back. Also du hintergehst ihn. So there's visible deals in the public Also da gibt es diese offensichtlichen Bündnisse in der Öffentlichkeit and there's private secret deals. und da gibt es auch diese privaten, geheimen Bündnisse. Now the thing is, at the time, those things that were private are now public. Das Problem ist, dass mit der Zeit die Dinge, die im Geheimen vor sich gingen, dann irgendwann öffentlich werden. So now we have records of all of those private arrangements. Und wir haben jetzt die Beweise oder die Niederschrift davon, von all diesen geheimen Bündnissen oder was da geheim vor sich ging. And the thing is, when you read Wikipedia, Das Problem, wenn man Wikipedia liest, because it's so comprehensive, weil es so verständlich klingt, gives you all the information. gibt es dir all die Informationen. And sometimes the things that were the private deals Und manchmal, wenn es eigentlich um die privaten Bündnisse ging, is not so easy to see now. wird es heute nicht so einfach, das zu erkennen. Because when I say private, it means secret. Nobody even knows. Privat meine ich im Geheimen. Niemand weiß darüber. But we know. Aber wir wissen es, Wikipedia puts it down, weil Wikipedia es ja auch niederschreibt. and then it can become quite confusing. Und dann kann es sehr verwirrend werden. So, sorry? Swap Russia and Germany. So, what should I put on this side? Russia, And what should I put on this side? Germany.
you Russland feel und more Deutschland wurde comfortable jetzt now? vertauscht. And the Central Powers are Germany and Austria. Also jetzt ist die linke Seite sind die Alliierten und die rechte Seite sind die Mittelmächte. Feel better? Good. Brother Jim? And to say, that's all correct, but I would add on to the Central Powers, Bulgaria and Ottoman Empire. Zu den Mittelmächten würde ich jetzt nun noch das Osmanische Reich und Bulgarien hinzufügen. No, B-U-L-G-A-R. Okay, I thought it was a not. Oh, there, yeah. And Ottoman Empire. So remember here, Erinnert euch, dass hier we had Turkey. Remember that? wir die Türkei hatten And Turkey was code word for Ottoman. und Türkei war so unser Codewort für das Osmanische Reich. So we'll put Ottoman Wir schreiben Osmanisches Reich hin and we'll put Turkey. und auch Türkei. Did you come across those in your research? Yes. Hast du darüber auch gelesen? So Germany, Austria-Hungary is kind of like one country then, but it's not one country now. Damals war also es geht um Deutschland und Österreich-Ungarn. Damals war Österreich-Ungarn quasi ein Land, heute ist es nicht mehr so. Bulgaria and Turkey. Und dann waren auch noch Bulgarien und die Türkei Anything else? dabei. Sonst noch was? Did you look at this or you didn't? As Hast du, far as, I think that's correct. Okay. Uh-huh. Is that from memory or? hast Just from memory, hast du I das don't auch so betrachtet? Aus meinem Gedanken, ja. So the homework das? was this one. It wasn't this, so Die I'm overly worried about that. Hausaufgabe war ja die rechte Seite. Sister Sue Ellen, Yes. anything to add, say, take away? Hast du noch was Clarify. hinzuzufügen, was zu verdeutlichen? Was Well, I was just looking at the treaty, and it was between at the Which treaty are you referring to? Sorry. Brest, Okay, Brest-Litovsk. Litovsk, Ich habe mir nochmal den Friedensvertrag angeschaut von Brest-Litovsk. and it mentioned it was with the Central Powers and Bolshevik Russia. Und dort hieß es, dass es dieser Vertrag zwischen den Mittelmächten und dem bolschewistischen Russland geschlossen That's an wurde. important point to make Das ist ein wichtiger Punkt, because this Russia, denn dieses Russland hier, this was the Allied, dieses alliierte Russland, was which one? war welches? Well, I'm just wondering. I was going to ask, but I'm just wondering, wollte was fragen. it the Tsarist Russia? War es das Zarenrussland? Is that Tsar? Mm-hmm. So this is the Tsarist Russia. Das ist also dieses Zarenrussland. So what we did was Was wir getan haben, we went back wir sind zurückgegangen from 1918 vom Jahre 1918, a little bit, ein bisschen, I think a year or so, etwa ein Jahr, to add in the context um den Kontext hinzuzufügen. because 1918 Denn im Jahre 1918 is not this Russia. war es nicht dieses Russland, It's the Bolshevik Russia. It's the Lenin Russia. sondern es war das bolschewistische Russland, das Russland von Lenin. And they don't want war. Und they don't want. They don't want war. Sie wollten keinen Krieg. For whatever reason, they don't want it. We haven't studied why they don't want it. Aus welchem Grund auch immer, wir haben es nicht studiert, warum sie keinen Krieg wollen. They want peace, Sie möchten Frieden and peace comes at a price. und Frieden kommt mit einem Preis. We use the word bully. Und wir haben das Wort Platzhirsch genommen. So, we've just added Tsarist Russia here in this. If they're going to be, we're thinking the protagonists, the Wenn wir fighters. hier die Protagonisten anschauen, dann müssen wir hier das Zarenrussland verdeutlichen. But the treaty here, Aber der Friedensvertrag, this one, dieser hier, what Russia is this one? welches Russland ist das hier nochmal? Good. Es ist das bolschewistische So this is Russland. Lenin or the Bolsheviks. Es war also Lenin oder die Bolschewisten. And I want us to remember the story of the train, Ich möchte uns an die Geschichte mit dem Zug erinnern, what it means to have a sealed train. was es bedeutet, sealed, like,
Sealed as in like a padlock or a. einen geschlossenen oder versiegelten Zug zu haben. If it's sealed, who doesn't know the contents? Wenn es versiegelt wird oder mit dieser Plombe verschlossen ist, does not know? Wer kennt dann den Inhalt nicht? Which country does not know the contents? Welches Land kennt den Inhalt In nicht? theory, In der Theorie. Germany. Deutschland. Germany says we don't know what's in the contents. It was sealed. Where was it sealed, Sister Catherine? Deutschland sagt, wir kennen den Inhalt nicht, denn es war ja mit einer Plombe verschlossen. Switzerland. Die Schweiz wusste, was darin war. Sealed in Switzerland, Denn es wurde in der Schweiz ja verplombt, open in Russia, in Russland geöffnet. goes through Germany. Der Zug fuhr durch Deutschland zwar hindurch. Germany says nothing to do with us. Und Deutschland sagt, well, das worry. hat nichts mit uns zu tun. Sorry about that. Throw my pen. Okay, so that was just part of the story. So Das we war ein clarified Teil- that this was Tsar. Ein Tsarist Russia. Teil der Geschichte. Und hier haben wir jetzt nun deutlich gestellt, dass das Zarenrussland war. Sister Kathy, decide first. Zunächst diese Seite. So that's the homework. Das war die Hausaufgabe. Anything to add here? Gibt es hier noch etwas hinzuzufügen? Countries or detailed or any point that you want us Noch. to see? Länder oder irgendwelche Details In regard to the treaty, in Bezug auf den Friedensvertrag? First go with the nations. Einfach mal hier nur mit den Nationen. Is that comprehensive? Ist das so verständlich? 4 powers we have. yeah. Es sind Yes. 4 Mächte. Okay, so anything you want to add with respect to the treaty itself that you said? Möchtest du noch was Anything. hinzufügen? Egal was, in Bezug auf den Vertrag oder? The the other thing about along with the energy that was part of the treaty, also included farmland. Nicht nur die Energie, sondern auch Farmland war beinhaltet in dem Vertrag. And at the time, Russia was going through a famine. Und zu dieser Zeit hat Russland eine Hungersnot gehabt. And there was a very large penalty, I guess. Und da gab es eine große Bestrafung. 300 million golden rubles. Sie mussten 300 Millionen goldene Ruben zahlen. I just see it stressing the already weakened nation, which is why the Bolsheviks wanted to sign the treaty, because they wanted to do the revolution. Also ich sehe jetzt hier, dass es da schon ein Thema gab, das das Land sehr in Stress brachte und wo jetzt die Bolschewisten, oder warum, ein Grund, dass die Bolschewisten Frieden schließen wollten. So you've had the 2 parts, farmland and a Farmland ransom, and yes, these and rubles, or a the- penalty. yeah, some kind of fee. Also es ging um Ackerland und es ging um ein Strafmaß, ein Strafgeld. When you say farmland, Wenn es um Ackerland jetzt geht, you mean that these 3 countries are like the breadbasket of Russia? Is that what you mean? meinst du dann, dass I don't know that it diese was 3 called the- Staaten sozusagen der Brotkorb von Russland sind? It was 20% of their farmland, and I haven't researched out how much of Russia is farmland to know what 27% of farmland would be. Also 27% von russischem Ackerboden befand sich in diesen 3 Staaten, aber ich weiß jetzt nicht, im Gesamtbezug auf Russland, was das bedeutet. So what I was seeing was the weakness of Russia fighting a war, Diese Schwäche Russlands, einen Krieg zu führen, the Bolsheviks wanted out of the war und die Bolschewisten wollten aus dem Krieg aussteigen, to do the revolution. um die Revolution durchzuführen. And then on top of that, they were penalized. Well, they lost part of their land, Und noch dazu haben sie Teil ihres Landes verloren, which helped the Bolsheviks welches dann den Bolschewisten auch noch half, to do their revolution. um die Revolution durchzuführen. Losing the land doesn't help the Bolsheviks do the revolution. It's just the price they pay for that. It does, but it The- creates a revolution. Das Land zu verlieren hilft den Bolschewisten nicht, sondern, what did you say?
It doesn't help. It was one more painful thing on the poor people to want to go with the Bolsheviks. Aber es war Like a noch cause and effect. ein Schmerz, der die Leute dazu brachte, dass sie mit den Bolschewisten gehen wollten. Okay. You said one more? No, I know what you said. Also Parminder hatte noch gesagt, es war nicht, das Land zu verlieren, hat nicht den Bolschewisten geholfen, sondern war eher der Preis, den sie gezahlt haben. Serbia. Hier fügen wir noch Serbien hinzu. That was the homework. Das war also die Hausaufgabe. So hopefully you have a clearer understanding of the countries that are involved when we talk about the First World War. Ich hoffe, dass ihr nun ein deutlicheres Verständnis habt von den Ländern, die im Ersten Weltkrieg einen Teil spielten. Sometimes it's useful, sometimes it's dangerous to simplify. Manchmal ist es sehr hilfreich und manchmal aber auch sehr gefährlich, etwas zu vereinfachen. So it's helpful Es ist hilfreich, to just talk about Germany and Lenin, nur über Deutschland und Lenin zu sprechen. but then I guess it becomes dangerous because he wasn't a captive in Germany, it was living in Switzerland of free will. Dann wird es aber gefährlich, weil eigentlich war er kein Gefangener Deutschlands, sondern er lebte in der Schweiz und zwar aus freiem Willen. So he wasn't held by the German authorities or anything when he was in Switzerland. He just Also er wurde nicht von den deutschen Autoritäten in der Schweiz festgehalten. I'm reticent to state that in a categorical way. Und ich zögere jetzt nun in einer kategorischen Art und Weise hier eine Aussage zu treffen. No, I don't think he was. Aber ich glaube nicht, dass er im Gefängnis saß. Lenin, we're talking about Lenin. Wir sprechen hier gerade über Lenin. Oh, okay, well, I just was looking some more to see, and this is from Britannica. Meine Quelle ist die Britannica. Treaties, they have plural of Brest, Litovsk, Hier geht es auch um diese Friedensverträge im Plural von Brest-Litovsk. and it says that they concluded the hostilities between those countries during World War I. It says peace negotiations, which the Soviet government had requested on November the 8th, 1917, began on December the 22nd. Also die Verhandlungen, who requested the Russia? Soviet Russia. Russland hat also nach diesen Verhandlungen gebeten am 7. November 1917, What were the dates? November the 8th, 1917. 8. November 1917 And then December the 22nd und dann am 22. is Dezember when they begin the When they negotiation. began them, and then I guess fangen dann die Verhandlungen an. it took that period of time to set up the meetings and Und they dann met benötigte with- er es eben noch die gewisse Zeit, um die Verhandlungen durchzuführen und zu einem Ergebnis zu kommen. So then they did it with the Ukrainian Republic in February, Mit der ukrainischen Republik wurde dann im Februar verhandelt and then Soviet Russia on March 3rd. und am 3. März dann mit dem sowjetischen Russland. So it was a process, and I think it was kind of interesting that the request came on November 8th. Also es war ein Prozess und ich fand das sehr interessant, dass diese Anfrage am 8. November 1917 gestellt wurde. The request, November. The beginning of negotiations, December. Die Anfrage wurde im November gestellt, die Verhandlungen begannen dann im Dezember And then you go into February and March. und dann sehen wir Februar und März. Anything else? Kathy? Lenin was arrested in Russia and sent to Siberia. Lenin wurde in Russland verhaftet und wurde nach Sibirien geschickt And then he was released after 3 years. und wurde dann nach 3 Jahren freigelassen. And that's when he went to Switzerland. Und das war dann der Punkt, wo er dann in die Schweiz ging. Yeah. And he did a bit of travelling. He didn't just stay in Switzerland. He went to the UK for other Und er places. ist noch ein bisschen gereist und ist auch nach England gegangen oder auch in Deutschland. Okay, so if there's
no more questions, Wenn es da nicht noch weitere Fragen gibt, we did that study wir haben dieses Studium gemacht, because Sister Shemaine asked weil Schwester Chemen gefragt hat, about two streams of information, in Bezug auf die zwei but she Informationsströme. didn't frame it that way. Sie hat es zwar nicht so in Worte gefasst, She framed it in the context of the message and an alternative message. sie hat gefragt in Bezug auf die Botschaft und diese alternative Botschaft. Then from that study, we launched into this one, Und von diesem Studium sind wir jetzt in dieses Studium übergegangen, where we compared the Spanish flu with the COVID-19. wo wir die spanische Grippe mit Covid-19 verglichen haben. What's the connection? Was war nochmal die Verbindung? Two streams, Die zwei Flüsse oder Ströme goes down to what? Wohin gelangen die? Wohin führt uns das? Two messages. Wir kommen dazu zwei Botschaften. We have the warning Dort haben wir die Warnung and we have the, you said? So we have two streams, Wir haben also zwei Ströme, two messages. zwei Botschaften. The two messages Die zwei Botschaften sind are the warning and the alternative. zum einen die Warnung und zum anderen die Alternative. I gave the example of Noah, Ich habe das Beispiel von Noah angebracht and then we went on to this study. und dann sind wir in dieses Studium eingetaucht. Sister Sarah, what's the connection between all of this and two streams, two messages, the warning, the alternative? Worin liegt die Verbindung von all diesem Studium zu den zwei Strömen, zu den zwei Botschaften, zu der Warnung, zu der Alternative? Make the link. I think I didn't get the link. Okay, Ich habe diese Verbindung da noch nicht ganz gesehen. I was afraid of that. Not just you, I mean generally. Ja, ich habe schon die Angst gehabt, dass ihr die Verbindung nicht gesehen habt. Take one step back. Noch einen Schritt weiter zurück. Noah, Noah, just briefly. Just you don't even have to do the whole thing, but just give us the symbols that talk about the warning and the alternative. so Noah gets the warning, build the ark and it will rain. So it's rain. Es geht hier also Noah bekommt die Information, dass es regnen wird. Das So ist die Warnung. So the symbol of that story, the two messages, is rain. Das Symbol für diese beiden Botschaften ist der Regen. Okay, so in our story, In unserer Geschichte, this one, in dieser hier, it's not rain. hier geht es nicht um den Regen, What is Sister Catherine? sondern War? Not war. es geht nicht um den Krieg, Virus. Sorry? Virus. Virus. sondern um den Virus. So there's two messages. Es gibt also zwei Botschaften. Both messages say what? Und beide Botschaften sagen, There is da gibt es einen Virus, a virus. da gibt es einen Virus. Sister Sarah? Is it the same virus? Yes. We all okay with that? Geht es hier um den gleichen Virus Story of Noah. in der Geschichte von Noah? Is it the same rain? Geht es um den gleichen Regen? Yes. Ja. So it's the same virus. Also es geht hier auch um den gleichen Virus. So when we have these two messages, these two streams, Wenn wir diese zwei Botschaften haben, diese zwei Ströme, the subject is the virus. die Thematik ist der Virus. And so now what we want to do Und was wir nun tun möchten, is we want to look at the virus wir möchten den Virus betrachten and we want to say what? We want to make a commentary about the virus. und wir möchten nun einen Kommentar zu dem Virus geben. Just like we did with the rain. Genauso wie wir es auch mit dem Regen gemacht haben. It's not going to be any rain. Es gibt keinen Regen, It comes now. aber jetzt kommt er. So the warning Die Warnung, when it's rain, wenn es dann regnet, wenn es um den Is- Regen geht, what?
Was ist die Warnung? It's going to rain? No, not just it's going to rain. If you don't get in the ark. What's the context or the message of the rain? What's the rain showing you or doing for you? I cannot follow. Okay. Also, was macht der Regen für dich? Was zeigt der Regen auf? Ruin you. It's gonna Who's going to ruin destroy you? you. Er wird dich The rain. The zerstören. flood. Who? Wer wird dich zerstören? God. Oh. So the rain, this warning, Diese is Warnung God. ist Gott. Judgment. Judgment. Es geht um Gericht. The alternative Und die Alternative is rain. ist auch Regen. What's that story? What's that explanation? Und was ist die Erklärung davon? I'll use the word explanation. I should make it easier then. The warning, the explanation of rain is Bei der Warnung ist die Erklärung dann des Regens was? Judgment? judgment. Gericht. Alternative, Und bei der Alternativen rain, explanation is relax. relax. Oh, P- no, it's raining now. It's Es raining. regnet schon. It's here. Wir sehen den Regen. The story was in two parts. Die Geschichte war ja in 2 Teilen. Now we're at the rain stage. Jetzt sind wir gerade auf der Ebene, dass es schon regnet. It's raining. Es regnet. Explanation, Erklärung? these things happen. Das passiert. It's just the weather, Es ist nicht Gottes Strafe oder es ist nicht Gott, sondern es ist einfach nur Wetter. time and chance, Es ist einfach nur Zeit. coincidence. Es ist einfach Zufall. Science, Die Wissenschaft, this alternative diese Alternative, is a basket or a collection of different answers, explanations. ist eine Sammlung von verschiedensten Erklärungen. Okay, so we'll do it this way. Also jetzt lasst uns noch auf diese Art und Weise sehen. The warning is God. Die Warnung ist Gott The alternative is und die Alternative ist nature. die Natur I'm going to put natural. oder das Natürliche. A natural explanation Diese natürliche Erklärung or a God explanation. oder die Erklärung von Gott. Now, this is a bit tricky Das hier ist jetzt nun etwas trickreich, because that rain was natural, denn die, naturalistic. der Regen war ja natürlich oder halt aus der Natur kommend. So now this becomes, when we bring down to the virus, Wenn wir nun auf die Ebene des Virus kommen, now it becomes problematic wird es nun problematisch, because we do not want to align ourselves with whom? denn wir möchten uns nicht mit wem gleichsetzen. Let me step back. Where are you in this? Wo befindest du dich denn? Which side are you on? Auf welcher Seite stehst du? Good, you're on this side. Ich möchte auf Gottes Seite sein. But we don't want to align ourselves with whom? Aber mit wem möchten wir uns nicht angleichen? We'll go with Satan, but Satan, on aber earth. Not, mit der Welt, Science. sorry? Mit den Verschwörungstheoretikern, Evangelical Christianity mit den Evangelikalen, says this die sagen, dieses, is the judgment from God. das ist ein Gericht Gottes. So we want to be careful we don't go down that route. Wir möchten vorsichtig sein, dass wir nicht dieser Straße folgen. These are natural circumstances. Es sind natürliche Umstände So we need to always be grounded in that. und darin müssen wir gegründet sein. But we want to say Aber wir möchten sagen, the virus dass der Virus is a warning eine Warnung darstellt. of what? Von was denn? That the end is coming. Dass das Ende kommt. We could call it a harbinger. Und wir könnten es auch einen Vorbote nennen. I think we're going to increasingly see it as a catalyst Und ich denke, wir werden es auch immer zunehmend als ein Katalysator erkennen, that will lead us step by step to the end. der uns Schritt für Schritt zum Ende führt. The alternative message is what? Und die alternative Botschaft ist welche? There's been viruses before. Da gab es auch schon Viren und ein Virus zuvor. Get over it. Wir werden Status es schon quo. überleben. Status quo.
We live with what already? Wir leben doch schon längst Sorry? The flu. mit der Grippe. This is COVID-19's cousin. Es ist sozusagen der Cousin von Covid-19. Status quo. Status quo. There are more deaths from the flu than there are of COVID-19. There's all Es these gibt- arguments. Es gibt mehr Tote, die aufgrund der Grippe als aufgrund von Covid-19. All diese Argumente. Suddenly it becomes a different dynamic. Und plötzlich gibt es hier nun diese andere Dynamik. It goes from status quo, Und da gelangen wir vom Status quo, lots of disease, nämlich von vielen to a Krankheiten, real message zu einer wirklichen Botschaft, that we need to fix this problem. dass wir dieses Problem nun behandeln müssen. Will it get fixed? Wird es denn überhaupt, Yes or no? Will it get fixed? You don't know? wird es denn behoben werden? Yes. I know you had a question, but will it get fixed? Wird es behoben werden, dieses Problem? Yes. Ich denke, ja. Yes. Hopefully. Yes. Ja. Within 12 months, they'll have a vaccine. Innerhalb von 12 Monaten werden wir einen Impfstoff haben. Within a few months, they'll already begin trials of the vaccine. Innerhalb von wenigen Monaten machen sie schon Versuche in Bezug auf die Then there's Impfung. herd immunity, Und dann gibt es ja auch diese Herdenimmunität. which we've spoken about with respect to vaccinations in the past. All the tests have done that. Darüber haben wir ja schon gesprochen in der Vergangenheit, wenn wir über die Impfungen gesprochen We haben. may or may not learn our lesson. Vielleicht lernen wir unsere Lektion, vielleicht auch nicht. We, the world. Wir als nun die Welt gesprochen. It may change the way we operate, Es mag vielleicht unsere Art und Weise, wie wir Dinge behandeln, verändern, but we'll get over this, aber wir werden however Darü- painful it is. darüber hinwegkommen, wie schmerzhaft es sein mag. And at the end, Und am Ende, what will we be? was werden wir sein? Better or worse? Besser oder schlechter? Better. Besser. We'll be stronger for this. Wir werden noch stärker sein. So that's the alternative message of the virus. Das ist die alternative Botschaft in Bezug auf den Virus. But we see Aber wir erkennen, this is a harbinger, das ist ein Vorbote, a forewarning of what's to come. eine Vorwarnung von dem, was kommen wird. And I don't mean in the sense that there's going to be a bigger pandemic. There may or may not be, but I don't mean it in that sense. Ich meine es jetzt nicht in der Art und Weise, dass dann noch eine größere Pandemie kommen wird. Vielleicht kommt sie, vielleicht auch nicht. Aber ich meine es nicht in der Art. Depending on how you count, Je nachdem, wie du zählst, we could say this would be the second or the third harbinger. können wir sagen, dass dies der zweite oder der dritte Vorbote schon war. Maybe third or fourth. Oder vielleicht sogar dritter oder Third or vierter. fourth. Dritter oder vierter First. Vorbote. Der erste Vorbote, Berlin Wall. die Berliner Mauer. We use that as a symbol or a code. Das nutzen wir als Symbol oder Codewort. Second, Das zweite Vorbote, 9/11. der 11. September. So now we have third or fourth. Jetzt haben wir noch dritter oder vierter. We'll go with option 4. Wir gehen mit der Option, dass wir 4 Vorboten haben. Third, Da wäre dann der dritte Vorbote 2016. im Jahre 2016. President Donald Trump, Der Präsident Donald Trump wird gewählt. harbinger of what's about to come. Es ist ein Vorbote von dem, was kommen wird. And now, Und jetzt COVID-19. haben wir Covid-19. Now, I said 2016. Ich habe gesagt 2016. Could have equally said, Aber ich hätte genauso sagen können, go back 2 years, geh noch 2 Jahre zurück go forward 2 years. oder geh 4 Jahre weiter. 14, 2014 18. und 18. But we went for 16 because that was the year. Aber wir haben 2016 gesagt, weil das ja das Jahr war. What have we just done? Was haben wir eben erst getan? 1989, 1989, 9/11. 11. September. I called it 16, but we'll call it 14 to Ich habe 18. es 16 genannt, aber wir nennen es 14 bis 18, 2019. 2019. What are we tracking? Was verfolgen wir denn? We're tracking the waymark of our line. Wir verfolgen die Wegmarken unserer There's Linie only one left. und nur eine fehlt noch. So
every single waymark is a harbinger of what's about to come. Jede einzelne Wegmarke ist ein Vorbote von dem, was noch kommt. So that's how we got from Sister Shemaine's question. Das ist also nun, wie wir von der Frage von Chemin She went at this level, hin bis zu sie ging bis zu dieser Ebene, 2 messages. dass wir 2 Took her back, Botschaften haben. took her back that it was 2 streams, Und dann zurück zu den 2 Strömen explained 2 messages, und erklärten die beiden Botschaften. a judgment answer of rain and a naturalistic answer of rain. Eine Gerichtsbotschaft oder eine natürliche, also naturbezogene Antwort. Rain, rain. Beides Mal ging es ja um den Regen. Then we did one on the virus, Und dann haben wir das gleiche Mal in Bezug auf den Virus betrachtet, COVID-19. nämlich Covid-19. It's a natural thing that we get viruses, Es ist ganz natürlich, dass wir Viren kennen. even though they can't fully explain it, have a good idea of how this happened. Auch wenn sie es nicht vollkommen erklären können, aber es ist nachvollziehbar, wie es geschehen konnte. Cross-species mutation. Dass es eben diese Mutationen zwischen Spezien gibt. Not getting into the moral arguments of how that happened or how it could be prevented. Also wir möchten jetzt nicht in das moralische Argument eingehen, wie das vonstatten geht oder wie es auch vermeidbar wäre. When you put God and virus together, Wenn du nun Gott und den Virus zusammenbringst, it becomes a toxic combination. dann wird das zu einer sehr giftigen Kombination. And we have to be very careful how we conceptualize it ourselves and how we talk about it to others. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir es für uns selbst verstehen und auch wie wir dann darüber mit anderen sprechen. This is not punishment from God upon human beings. Es ist keine Bestrafung von Gott an die Menschheit. But this naturalistic phenomena Aber dieses natürliche Phänomen, that was created because of human beings doing wrong things das hervorkam, weil Menschen eben auch falsche Dinge tun, serves as a warning that the end is coming. dient als eine Warnung davor, dass das Ende kommt. We call it a harbinger. Und wir nennen es Vorbote. Say that all those messages on the alternative side, that reminded me of the peace and safety messages. Also mich erinnerte diese Alternativbotschaft auch an die Friede- und Sicherheit-Botschaft. Yes. Ja, When we say peace and safety, wenn wir Friede und Sicherheit sagen, we tend to make it sound evil. dann neigen wir dazu, dass es böse klingt. There's this great warning, and there's these people who just say peace and safety. Look Da how gibt es- wicked they are. Da gibt es diese große Warnung und dann gibt es die anderen, wo wir dann sagen, ach, sie haben hier diese Friede-Sicherheitsbotschaft, schaut, wie schlimm sie dran sind. But the difficulty that we can find ourselves in, Aber and we do, die Schwierigkeit, in der wir uns selbst befinden, is how is this virus caused? wie wurde denn dieser Virus hervorgebracht? Was it supernatural? War das übernatürlich? That God's punishing people for eating bad animal or wrong Das- animals or something? Dass Gott Menschen bestraft, weil sie falsche Tiere essen? No, it has completely naturalistic answers or explanations. Es hat komplett natürliche Antworten und Erklärungen. Sounds pretty peace and safety to me. Das hört sich nach Friede und Sicherheit an für mich. Until you realize its placement in history. Bis man dann die Platzierung in der Geschichte erkennt. To create this, Um dies hier nun hervorzubringen, this has to be an historical event muss es ein historisches Ereignis sein, that is special. das besonders ist Therefore, rises to the status of a prophetic waymark und deshalb dann auf die Ebene einer prophetischen Wegmarke kommt, that's explainable. die erklärbar ist. So hopefully it'll be fixed in our minds of why we went to this study. Ich hoffe, dass wir nun verstehen, warum wir zu diesem Studium gelangten. And then of course we spoke about some details which I think
Und hopefully we're useful for people. wir haben dann über viele Details noch gesprochen, wo ich hoffe, dass es hilfreich für uns war. But it was to show us what this virus means to us, how we should view it. Es sollte uns aufzeigen, was dieser Virus für uns bedeutet und wie wir ihn betrachten sollten. It becomes the fourth harbinger for the priests. Er wird zu dem 4. Vorboten der Priester. And if we can see it from that perspective, Und wenn wir das nun aus dieser Perspektive betrachten können and we're mature enough, und wir erwachsen genug sind, you can see that it becomes one of the plagues in the time of Jacob's time of trouble for the line of the priests. dann kann man erkennen, dass es zu einer Plage in der Zeit von Jakobs Trübsalzeit in der Linie der Priester wird. And that needs some explanation as well, Und das bedarf dann noch weiterer Erklärung, which we don't have time for. wofür wir jetzt aber keine Zeit mehr haben. Let's pray. Lasst uns beten. Our Heavenly Father, we thank you Unser himmlischer Vater, wir danken dir for your goodness and mercy. für deine Gnade und Güte. We thank you for the great privilege of being able to be a priest. Wir danken dir für das Vorrecht, ein Priester zu sein. You could have chosen anybody, Du hättest jeden wählen können, but you chose us. aber du hast uns erwählt. And you have promised us Und du hast uns verheißen, that you who began a good work in us dass du, der ein gutes Werk in uns angefangen hast, will see it unto the end. es auch bis zum Ende vollbringen wirst. We are in Jacob's time of trouble. Wir befinden uns in Jakobs Trübsalzeit. Some of us want to commit suicide. Einige von uns möchten vielleicht Selbstmord begehen. Some of us wish we were never born. Manche wünschen sich, niemals geboren zu sein. Many of us realize our faults and our failures. Und viele erkennen unsere Fehler und unsere Fehlschläge. Help us, Lord, to be objective Hilf uns, Herr, dass wir objektiv bleiben and see that we can all pass through this experience, und dass wir alle durch diese Erfahrungen durchgehen, through the valley of the shadow of death, durch dieses Tal des Todesschatten and we can pass through this experience und to the other side. durch diese Erfahrung bis hin zu der anderen Seite hindurchgehen. It's your will that none of us fail. Und es ist dein Wille, dass niemand von uns fehlschlägt. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.